Also es ist eine Art, miteinander umzugehen, die sehr wertschätzend ist, aber wegen dem nicht weniger kritisch. Die Graduate School ist ein zentrales Standbein des IZFG oder ein zentrales Engagement. Wir sind ein interdisziplinäres Team, sehr vielfältig zusammengesetzt. Wir sind viele Menschen und bearbeiten sehr viele unterschiedliche Themen. Aber ich glaube, es gibt auch einen gemeinsamen Nenner, also etwas, was uns alle verbindet. Und ich finde, die gleichen Elemente gibt es eben in der Graduate School auch. Es ist quasi ein gemeinsames Engagement für die gleiche Sache, die Geschlechterforschung, und auch eine gemeinsame Überzeugung, dass es nicht nur unser Wissen braucht, das wir generieren in unserer Forschung, sondern dass wir darüber hinaus gehen möchten und mit diesem Wissen etwas verändern möchten, etwas bewirken draußen in der Welt. Die Graduate School des IZFG richtet sich an Doktorierende aller Disziplinen und alle Fakultäten, die sich in ihrer Dissertation in irgendeiner Form mit Geschlecht oder Geschlechterverhältnissen beschäftigen. Die Teilnehmenden der Graduate School lernen die Grundlagen kennen der Gender Studies und sie beschäftigen sich mit Theorien und Methoden der Geschlechterforschung, der feministischen Theorie, der Queer Studies, der Postcolonial Studies, aber auch beispielsweise der Intersektionalitätsforschung. Etwas, was Teil der Graduate School ist eine feministische Haltung gegenüber Forschung. Das bedeutet für mich, dass es immer wieder darum geht, eine Wissenskritik zu formulieren, zu fragen, wie entsteht Wissen überhaupt. Und ich glaube, auch da ist Interdisziplinarität sehr wichtig, weil man eben durch diesen Austausch über die Disziplin hinaus nochmals einen anderen Blick darauf bekommt, wie Wissen hergestellt wird, wer ist auf welche Art und Weise Teil davon und wem kommt dieses Wissen schlussendlich zugute. Die Idee hinter dieser Graduate School Gender Studies ist es, wirklich einen Rahmen zu schaffen, in welchem sich die Doktorierenden austauschen können, in dem sie sich vernetzen können, in dem sie sich gegenseitig unterstützen können, vor allem in diesem Prozess eine Dissertation zu schreiben, der ein sehr herausfordernder Prozess ist und der je nach Setting auch ein sehr einsamer Prozess sein kann, wenn man eben nicht so in eine Graduate School eingebunden ist. Der erste Workshop, wo ich offiziell dabei war, ist eine von meinen absoluten Idolen hier eingeladen zum Workshop. Eine der wichtigsten Personen von der Frauen- und Geschlechtergeschichte, Joan Scott. Und ich konnte mit ihr 2 Tage Workshop machen, mit ihr beim Mittagessen reden, wo einfach so Möglichkeiten gibt mit Leuten, die für die Forschung wichtig sind, aber dann eben auch einen persönlichen Austausch haben über die eigene Forschung und Inputs von solchen Leuten bekommen, ist unglaublich spannend. Und ich glaube, Netzwerk ist in der Wissenschaft etwas Wichtiges. Also für mich ist dieser Gestaltungsraum, den die Graduate School bietet, wirklich einmalig. Und ich hatte immer das Gefühl, egal was es war, ob es jetzt, wir haben auch ganz viel so methodische Sachen reingebracht oder dann kam so, ja, wir würden voll gerne mal irgendwas so Interviewanalyse machen und dann hat Tina eben ermöglicht, dass wir das machen konnten. Inhaltlich denke ich, sind es vor allem 2 Dinge, die uns wichtig sind in der Graduate School. Das eine ist, dass die Projekte wirklich ganz konkret vorangetrieben werden können, also dass ich meine aktuellen Fragen einbringen kann, dass ich an denen weiterkomme und andererseits dann eben auch mich einmal anderen Perspektiven aus anderen Disziplinen auszusetzen und mein Projekt auch durch diese Perspektiven hindurch neu zu befragen. Was mir hilft an dieser Interdisziplinarität ist, zwischen diesen verschiedenen disziplinären Methoden oder Vorgehensweisen meine eigene Vorgehensweise nochmals zu schärfen. Die Graduate School umfasst 18 ECTS-Punkte. Das bedeutet, dass ungefähr alle 3 Wochen während des Semesters eine Veranstaltung stattfindet. Das ist wirklich sehr gut machbar in 3 Jahren, auch wenn man hier und da eine Veranstaltung auslässt. Die Herausforderung, oder vielleicht sollte ich sagen, ein bisschen die Aufforderung an die Teilnehmenden ist es hier eben nicht nur gerade die Veranstaltungen zu besuchen, die sehr eng auf das Thema bezogen sind, auf dem ich arbeite, sondern dass ich eben auch Veranstaltungen besuche, die sich ein bisschen außerhalb meines Themenbereichs befinden. Ich lerne ja auch etwas in der Graduate School. Auch für mich ist die Interdisziplinarität nicht einfach so gegeben. Ich
erfahre auch, wie andere Disziplinen arbeiten und ich sehe auch, wie meine Doktorandin oder mein Doktorand sich in dieser Situation zurechtfindet. Also ich denke, für mich als Betreuerin einer Dissertation bringt in die Graduate School eben auch sehr viel. Es hat immer so eine Energie von Veränderung. Und ich glaube, es hat vor allem damit zu tun, mit diesem Anspruch, auch politisch etwas zu verändern oder dass man irgendwie an das auch mitdenkt, dass das ja irgendwie eine Frage ist, die man mit sich mitträgt, auch bei der DIS. Das sind so Räume, da entsteht total viel von dieser Energie und ich komme dann auch raus und habe so das Gefühl, so yes, man kann auch was verändern.